Das hier ist das Adventure Bike, auf das ich seit Jahren warte. Es ist das Einhorn. ...175 Kilo vollgetankt, 5.990 € neu, 4 Jahre Garantie und noch so viel mehr. Dieses Motorrad wird den Adventure Bike Markt in Bewegung bringen und es ist schon jetzt mein Lieblingsbike für dieses Jahr. Crazy, crazy. Herzlich willkommen in Österreich. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob ich gerade in Österreich oder Deutschland bin. Irgendwie so Grenzregion. Herzlich willkommen zu meinem Ersteindruck-Video von der CF Moto MT450. Was ein geiles Bike. Alles fing damit an, dass ich von dem Typ hier zu einem KTM-Event beim Salzburgring eingeladen wurde. Aufmerksame Zuschauer kennen ihn. Das ist Herr KTM, dessen Bikes schon seit mehreren Jahren mutwillig auf dem Channel zerstört werden. Und ganz unscheinbar mitten auf dem Gelände des besagten Salzburgrings stand sie dann auf einmal, die CF Moto MT450. Zu meiner Überraschung gab mir Herr KTM den Schlüssel und ließ mich mit dem Bike und meinen selbstzerstörerischen Gedanken allein. Aber was genau hat KTM mit CF Moto zu tun? Und wer überhaupt ist dieser ominöse CF Moto? Die Beziehung zwischen KTM und CF Moto ist recht easy erklärt und auch halbwegs romantisch. KTM wollten ihre Motorräder in China verkaufen, aber China sagte so, nee Diggi, dafür brauchst du einen lokalen Partner. Und KTM fragte, wieso? Und China sagte, weil. Und KTM fragte wieder, wieso? Und China schaute nur kritisch. Also ging KTM zum chinesischen Hersteller CF Moto und fragte, willst du mein Freund sein? Und CF Moto antwortete, ja, aber nur, wenn ich ein paar deiner Motorräder bauen darf und du meine eigenen CF Moto Motorräder in den westlichen Märkten vertreibst. Und KTM war so, damn, okay. Und ging damit zu China. Und China sagte, damn, okay. Und so, liebe Kinder, werden kleine süße Kooperationen geboren. CF Moto ist also anders als Husqvarna nicht einfach Teil von KTM, sondern ein eigenständiger Hersteller, aber bauen eben nebenbei die komplette 97er-Reihe für KTM. CF Moto baut übrigens auch mit Yamaha zusammen Motorräder. Und ich weiß, dass viele dann sagen so, oh, CF Moto, chinesische Brand. Gerade einige Deutsche sind wahrscheinlich dazu verleitet zu sagen so, ich kaufe lieber deutsche Premium-Motorräder als ein chinesisches Motorrad. Fair enough, ich glaube, diese Leute kann man sowieso nicht überzeugen. Aber was ihr wissen solltet, ist, dass inzwischen sehr, sehr viele Motorräder auch von europäischen Herstellern in China gebaut werden. Von KTM zum Beispiel, die 790er und so weiter, aber auch von BMW, zum Beispiel die 850 GS, wird auch in China gebaut. Und zu behaupten einfach so, oh, die Chinesen, die können keine Motorräder bauen, das fällt alles nach 2 Metern auseinander, finde ich schon ein bisschen xenophob. So, ich würde mal sagen, lasst uns mal dem Bike eine Chance geben. Das Problem an den meisten Reise-Enduros für viele Leute, einschließlich mich, ist, dass sie mit Gepäck am Ende viel zu schwer für geile Solo-Offroad-Einsätze sind, weil niemand hat Lust, 300 Kilo aus dem Dreck zu hieven. In der Vergangenheit musste man also wählen. Entweder man fährt ein recht schweres Bike und hat dafür auch halbwegs Leistung, oder man nimmt was Kleines wie zum Beispiel eine CRF 250L, die zwar nichts wiegt, aber mit 25 PS Straßenetappen absolut ätzend werden. Der Markt hat in der Vergangenheit zwischen 300 und 700 Kubik wirklich sehr wenig hergegeben. Daher war der Schrei nach einer 450 Kubik Maschine fürs Reisen recht groß. Und ja, ich weiß, es gibt seit Jahren beispielsweise die CRF 450 von Honda. Aber das sind Sportmaschinen, die alle 1000 Kilometer einen Ölwechsel brauchen. Das kann kein Mensch auf einer Reise gebrauchen. Und unbequem sind sie auch noch. Niemand der altbekannten Hersteller hat auf diese Schreie gehört und auf einmal kommt CF Moto um die Ecke mit der MT450. Sie wiegt 175 Kilo vollgetankt, hat eine Reichweite von über 400 Kilometern, kommt optional mit schlauchlosen Reifen, hat 42 PS und 42 Newtonmeter, kostet lediglich 5.990 € neu und kommt sogar mit 4 Jahren Garantie. Und die Wartungsintervalle, alle 5.000 Kilometer braucht sie einen Ölwechsel. Das reicht für alle Reisen.
Auf meinen Motorradreisen tracke ich gern meine Routen und teile auch meinen Live-Standort gern mit meiner Family. Ich will auch natürlich, dass mein Bike vor Diebstahl geschützt ist. Deshalb nutze ich seit mehreren Jahren SysApp. Das ist ein GPS-Tracker, den ich an all meinen Motorrädern verbaut habe. Das Ding kostet einmalig ein paar Euro und hat dann, anders als bei der Konkurrenz, keinerlei monatliche Kosten. Man muss es auch nicht, wie bei konkurrierenden GPS-Trackern, unnötig kompliziert an die Bordelektronik anschließen, sondern man hängt es lediglich einfach unter die Kontakte der Batterie und fertig ist der Lack. Über die App kann man dann seine Route tracken, sie zum Beispiel als GPX-Datei exportieren und man bekommt Notifications, wenn sich das eigene Bike bewegt. Zum Beispiel, wenn man im Café sitzt und irgendein Passant am Bike rumspielt. Es werden auch im Falle eines Unfalls Nachrichten mit Standort an ausgewählte Kontakte geschickt. Toll ist auch, dass man mit der App jederzeit den Batterieladestand kontrollieren kann. Mit dem Code Luke bekommt ihr auf sysapp.com ganze 15% Rabatt. Gönnt euch oder euren Adventure Buddies einen SysApp-Tracker und folgt dem Link in der Beschreibung oder diesem QR-Code. Das ist wirklich, dieses Motorrad wird, glaube ich, mein nächstes Motorrad. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Meine Fresse, ist das geil. Das hier ist mein dreckiger Ersteindruck, ungefiltert. Ich werde nicht bezahlt oder irgendwas. Im Gegenteil, ich bezahle den ganzen Trip hier selbst. Ich kriege nur das Motorrad kostenlos ausgeliehen für ein paar Kilometer. Also alles meine Meinung. Und was mir direkt aufgefallen ist, tatsächlich, als ich aufgestiegen bin, man kann die Spiegel einklappen. Das ist zum einen geil im Stadtverkehr oder wenn man mal durch den Stau durchfiltert. Und zum anderen natürlich Offroad, total der Hammer, weil Offroad brauchst du tendenziell eh keine Rückspiegel. Siehst meist sowieso nichts, wenn du stehst. Dementsprechend einfach einklappen und voll durchs Gemüse. Das zeigt mir, dass die Person, die dieses Motorrad designt hat, selbst auch schon mal Offroad gefahren ist. Was ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl habe bei allen Adventure Bikes, dass die von solchen Leuten designt wurden. Auch toll. Verstellbares Windschild in der Höhe, einfach ganz problemlos, nicht problematisch. Und hier, wie bei der Tenere, so ein Befestigungspunkt für Navi oder so. Denn dieses Display hier, das ist zwar ein Display, aber es gibt kein CarPlay oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, weil CF Moto hat tatsächlich Motorräder im Angebot, wie zum Beispiel die NK800 Advanced, wo man wunderbar hier CarPlay drauf haben kann. Habe ich jetzt hier noch nicht entdeckt. Ich glaube, das gibt es hier nicht. Klassischer Schlüssel auch, also kein Schlüssellos. Finde ich tatsächlich für so Adventure-Bikes eigentlich besser. Offroad, dass man einen klassischen Schlüssel hat. Da kann man zur Not auch mal einen nachmachen oder so. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ansonsten hier verstellbare Suspension. Griffschützer, die sind aus Plastik, die sind Mist. Ansonsten gibt es hier einen ABS-Switch. Es gibt keinen Tempomat leider. Das ist so ein bisschen das einzige Feature, was ich tatsächlich vermisse für so ein Reisemotorrad. Ne? Und man kann mit diesem Bike tatsächlich wunderbar auch 120 fahren oder sowas auf der Autobahn. 130 wird dann langsam so bisschen anstrengend, aber das funktioniert sehr gut. Es ist auch, wie ihr seht, hier unten am Krümmer, es ist ein Zweizylinder. Wir schauen nochmal hier. Ja, 2 Löcher. Der auch wunderschön vor sich hin knattert, der hat einen geilen Sound. Der Motor ist eine Eigenkonstruktion von CF Moto. Ich dachte erst, vielleicht haben sie den 390 Motor gekauft und ein bisschen anders gemappt, aber nee, die 390 Adventure waren Einzylinder und das hier ist jetzt ein Zweizylinder mit einem komplett eigenen neuen Motor von CF Moto. Ansonsten gibt es noch den Motorschutz hier, der ist halt sehr dünn, ich würde mal sagen, das sind 1, maximal 2 Millimeter. Ja, ich glaube, wenn man ernsthaft ins Gemüse will, muss man hier noch irgendwie ein bisschen was anderes dran machen. Bremsscheiben sind ziemlich groß, ordentlich, also die Bremsleistung ist super. Hinten gibt es einen 18 Zoll Rad und vorne, wie es sich gehört, einen 21 Zoll. Beide Reifen werden gestoppt mit einem ABS von Bosch und Scheiben von Brembo. Das Bike hat auch eine Traktionskontrolle von Bosch, die automatisch abgeschaltet wird, sobald man das ABS am Hinterrad deaktiviert. Das ist super geil. Auch hier hat einfach jemand mitgedacht. Die anpassbare Suspension wurde eingekauft von KYB und vorne gibt es eine Upside-Down-Gabel für insgesamt 220 mm Bodenfreiheit. Zum Vergleich, eine Tenere 700 hat nur 2 cm mehr Bodenfreiheit. Was mich extrem positiv überrascht hat, ist die Ergonomie an diesem Motorrad, gerade im Vergleich zur 390 Adventure. Aber das Problem an der ist, sie ist halt auch gebaut für kleine Menschen. Dieses Bike hier hat die Ergonomie für, ich sag jetzt mal, einen durchschnittlichen deutschen erwachsenen Mann, so, keine Ahnung, 1,80. Ich sitze hier wirklich sehr gut drauf, aber sie wiegt einfach nur 170 Kilo oder sowas.
Die nächsten 2 Tage war ich dann unterwegs mit Andy, Micha und Chris, die eine Husqvarna Norden fahren und eine KTM 690. Und ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass ich nicht mitkomme. Ich finde so vom Getriebe her macht die so einen Eindruck, als wäre die straight von Honda. So. Also die ist so smooth. Ich bin ja vorher die NK800 gefahren, das Naked Bike von CF Moto, so als Vergleich einfach mal. Und da ist das Getriebe relativ hart. Also es klangt so richtig. Das ist so ein, ja, ich meine, das ist ein Sportbike, so was Puristisches, so bam, soll reinhauen. Hier merkst du manchmal gar nicht, ob der Gang überhaupt drin ist, weil das ist derart smooth und auch die Kupplung und so weiter. Was man irgendwie zunächst vielleicht als was Negatives verstehen könnte, wenn man dann denkt, okay, manchmal ist der Gang vielleicht nicht richtig drin oder so. Nee, absolut keine Chance. Ich bin jetzt 100 Kilometer gefahren mit dem Ding. Ich hatte noch keinen einzigen False Neutral. Es hat alles perfekt geklappt. Also, ich bin Fan, Alter. Gott, ist das ein geiles Bike. Und ich bin nicht bezahlt, egal was ihr sagt. Also ich bin einfach nur so froh, dass endlich mal ein Hersteller kommt, der mal so ein bisschen frischen Wind reinbringt in dieses festgefahrene Genre. Wo ist der Hakan, frage ich mich. Ja. Der Hakan liegt darin, dass das Wartungsintervall von 5000 Kilometern natürlich besser ist als 1000 Kilometer wie bei den Sportenduros, aber natürlich trotzdem deutlich nerviger ist als die gewöhnlichen 10.000 Kilometer bei fast allen anderen Adventure-Bikes. Und durch das noch recht dünne Händlernetz würde ich meine Inspektion tatsächlich eigentlich einfach selbst machen und dadurch natürlich dann auf die 4 Jahre Garantie verzichten. Ich wohne in Karlsruhe und muss trotzdem eine gute Stunde zum nächsten CF Moto Händler fahren. Da habe ich keinen Bock drauf. Auch finde ich, sind die Gänge sehr kurz übersetzt. Ich bin im 2. Gang öfter angefahren. Der 1. Gang ist nahezu nutzlos, aber ich sehe natürlich schon, dass der gerade in richtig roughem Gelände schon seine Daseinsberechtigung hat. Dafür hängt das Motorrad aber bei 120 km/h schon fast im Begrenzer. Das ist aber nichts, was ein anderes Ritzel nicht fixen könnte. Das Windschild ist zwar höhenverstellbar, aber selbst bei der höchsten Stufe sorgt es bei mir mit 1,84 für Luftverwirbelung. Etwas höher wäre schon geil gewesen, aber man kann auch da einfach so einen Spoiler dran tackern. Und da man mit dem Motorrad auch gut und gerne mal 400 Kilometer ohne Tankstopp zurücklegen kann, was Wahnsinn ist, hätte ich mir ja trotzdem auch für so einen kleinen Motor noch ein Tempomat gewünscht. Da hätte ich auch nochmal 300-400 Euro oben drauf gezahlt. Ja, das war mein Ersteindruck-Video zur MT450. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Bike in die Kommentare. Und dann abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.